Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Garten Gemüsekiosk. Willkommen zu den Aussaattipps im Juli. Wir sind im Sommer und selbst im Juli können wir noch eine ganze Menge aussehen, um unsere Erntefenster zu verlängern und damit wir im Garten immer was ernten können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bei uns hier im Garten Gemüsekiosk wird ja jeden Monat ausgesät, aber jetzt im Juli ist wirklich so die letzte große Aussaatzeit. Also jetzt gibt es noch eine ganze Menge, was wir aussehen, und ich möchte euch direkt anfangen vorzustellen, was wir in der Kategorie Blattgemüse haben. Da sind natürlich jede Menge Salate drin, da werden wir auch gleich zusammen aussehen. Wir haben ja auch Fenchel, Asiasalate gehört ja auch zum Salat, auch wenn es der herbstliche dann für uns ist. Mangold, Radicchio und Endiviensalat. Und ihr kennt es ja, ich sage immer, jeden Monat eine Salatplatte aussehen. Wir nehmen da übrigens jetzt ganz gerne die 35er Multitopfplatte hier. Und was, glaube ich, noch ganz interessant ist, jetzt, wo wir draußen aussehen, arbeiten wir direkt mit der Platte. In der Zeit Anfang des Jahres, wo wir drinnen aussehen, nehmen wir gerne diese Upcycling-Schälchen und pikieren von hier hinterher raus, weil wir da einfach nicht so viel Platz brauchen. Und wenn wir im Haus arbeiten, dann ist Platz ja wirklich sehr Gold wert. Heute arbeiten wir draußen, wir nehmen die Platte und das Vorgehen, also die Vorgehensweise ist jetzt hier bei dem Salat, wir werden jetzt Radicchio zusammen aussehen. Wir machen überall so eine kleine Vertiefung rein und da kommen dann 2 bis 3 Saatkörner rein. Wenn dann hinterher mehr als ein Saatkorn gekeimt ist und die ein bisschen größer sind, dann pikieren wir die einfach raus in die nächste Platte. Also es ist nicht, dass ihr diese einfach rausnehmen müsst und dann Pech gehabt, sondern wir können die nochmal einpflanzen, pikieren sozusagen, und haben dann noch mehr Gemüsepflanzen. Ich suche mir jetzt das Saatgut raus und dann sehen wir aus. Unseren Radicchio-Salat haben wir jetzt hier gesät. Wichtig ist, wir haben hier eine Saattiefe von 1 cm im Vergleich zu den normalen Blattsalaten. Da haben wir nämlich ja eigentlich lichtkeimermäßig ganz wenig. Das heißt, bei den normalen Blattsalaten, Eissalat, Kopfsalat, Batavia und so, da sehen wir aus und berieseln wirklich nur mit der Erde, drücken an und halten feucht. Was jetzt aber trotzdem wichtig ist, selbst beim Radicchio, der hier eine Keimtemperatur von gut 20 Grad hat, wir stellen die Multitopfplatte jetzt auf die Nordseite, also wo wir keine direkte Sonneneinstrahlung haben. Das reicht für die Keimung absolut aus, denn wenn es hier in der Sonne steht, dann wird es richtig schnell sehr heiß, und natürlich muss ich auch sowieso auch bei dem Wetter schauen, dass ich genug gieße, dass es nicht austrocknet. Bei den regulären Blattsalaten ist es noch wichtiger, dass die nicht in der Sonne stehen bleiben, damit es mit der Keimung nämlich auch gut funktionieren kann. Wenn es zu heiß ist, dann keimen sie eben auch nicht zuverlässig. Die Platte stelle ich jetzt erstmal an Seite und wir machen weiter mit dem Kohlgemüse. Jetzt im Juli können wir noch Kohlgemüse aussehen. Natürlich haben wir dabei Kohlrabi, Chinakohl, den wir aber auch noch später im Monat aussehen können. Der wächst nämlich sehr schnell. Ich hole mir schon mal die Platte. Aber auch Brokkoli, Spitzkohl, Wirsing-Früh können wir noch sehen. Und ihr wisst es, das Lieblingsgemüse von meinem Mann ist der Blumenkohl. Und der Blumenkohl, auch die späte Sorte, braucht natürlich länger als zum Beispiel jetzt so ein Chinakohl oder unser schnellwüchsiger Spitzkohl. Deswegen sehen wir heute den Blumenkohl aus. Blumenkohl spät, der eben für die zweite Jahreshälfte super geeignet ist. Wenn ihr noch aussehen möchtet oder vielleicht auch ein schönes Geschenk braucht für einen Geburtstag, eine Grillparty oder so, wir haben bei uns die Juli-Box mit Schachtel. Das ist diese hier. Die verlinken wir euch in der Videobeschreibung, und im Blogbeitrag findet ihr das auch. Da findet ihr auch direkt alle Saaten, die wir jetzt im Juli in dieser Box drin haben. Oder eben als Aussaat-Set. Dann ist keine Box dabei, aber da habt ihr alle Saaten zusammen und müsst euch die nicht einzeln zusammenklicken. Schaut gerne auf dem Blog auf unserer Internetseite vorbei. Und wir sehen jetzt den Blumenkohl aus. Den suche ich mir jetzt erstmal raus. Da ist er schon.
Unseren Blumenkohl haben wir jetzt hier ausgesät in ganz normale Komposterde und wir haben auch, wie ihr sehen könnt, die größeren Multitopfplatten genommen. Das hat einfach den Vorteil, der Kohl kann hier länger drin stehen. Also wir haben ja immer das Prinzip, dass wir nachpflanzen und wenn dann noch nicht genug Platz ist, dann kann die Jungpflanze noch ein bisschen länger hier drin stehen, wenn es denn eine ist. Das heißt, ich habe jetzt hier überall so 2, 3 Saatkörner pro Pöttchen reingetan, wenn die dann gekeimt sind. Ich kann die natürlich auch nehmen, wie beim Salat eben auch erklärt, und in eine andere Platte pflanzen, also pikieren. Dann habe ich noch mehr Pflanzen, das geht durchaus. Auch hier beim Kohl haben wir jetzt keine Aussaatschale genommen, wie wir das sonst Anfang des Jahres gemacht haben, weil die eben draußen stehen kann. Das heißt, hier haben wir den Platz. Und wo sollte sie draußen stehen? Beim Kohl ist es so ähnlich wie beim Salat. Der mag es lieber ein bisschen kühler zur Keimung. Deswegen wird auch diese Multitopfplatte gleich auf die Nordseite wandern, damit sie da eben gut keimen kann. Und wir schauen, was es noch zum Aussehen gibt. Weitere Aussaaten sind zum Beispiel, was ihr gut machen könnt, Lauchzwiebeln. Lauchzwiebeln sind prima, die kann man auch im Hochbeet überall dazwischen stecken oder sogar im Blumenkasten funktioniert das gut. Und in milden Wintern sind sie sogar winterhart. Beim Wurzelgemüse können wir natürlich auch noch Möhren aussehen oder wir können auch rote Beete noch aussehen. Und nicht zu vergessen, das alte Gemüse der Steckrübe wäre durchaus auch noch möglich. Und in der Kategorie Hülsenfrüchte, natürlich können wir im Juli auch noch Zuckererbsen und Markerbsen legen, also aussehen. Und das klappt auch wunderbar in Hochbeeten oder zum Beispiel auch in Blumenkästen. Das ist also ein perfektes Balkongemüse, natürlich aber auch für den Garten. Und es ist perfekt auch zum Naschen, also gerade für Kinder oder vielleicht auch Gemüsemuffels ist das perfekt. Könnt ihr jetzt nochmal gut aussehen, auch wenn ihr die schon hattet. Das lohnt sich, die jetzt nochmal auszusehen. Ebenfalls aussehbar jetzt im Juli sind noch die Buschbohnen und natürlich auch für die zweite Anbaurunde die dicke Bohne. Und das weiß ich, weil ich das hier alles im Kalender stehen habe. Ich weiß es mittlerweile auch so, aber ich gucke auch gerne nochmal nach. Und vielleicht für alle neuen und auch für alle alten Zuschauer, unseren Aussaatkalender hier haben wir mittlerweile wieder eine neue Auflage. Das ist wie bei einem Buch. Wir versuchen uns auch immer wieder zu verbessern. Und bei der aktuellen Auflage seht ihr hier auf der Vorderseite habt ihr jetzt ja ein Kalendarium, was aber für jedes Jahr geeignet ist. Also ich habe hier keine Wochentage dabei. Das heißt, ich kann mir hier aufschreiben, wann ich was gesät habe, vielleicht mit Jahreszahl und weiß dann im nächsten Jahr Bescheid. Und wenn ihr einen weichen Bleistift benutzt, dann ist es auch ganz einfach wieder ausradierbar. Wir haben hier ein anderes Papier, wir haben jetzt auch andere Farben. Es ist alles komplett Öko-Altpapier und ich bin super glücklich, dass wir das umsetzen konnten. Und auf der Rückseite habt ihr auch noch Platz für Notizen und ganz viele Infos und auch diese QR-Codes, wo man Handy drüber halten kann und dann direkt passend zum Video kommt. Oder ihr schaut bei uns auf YouTube in den Playlisten, da findet ihr auch ganz viele kurze, kompakte Videos, wo wir ja komprimiert dargelegt haben, wie wir den Anbau machen und wie das so erfolgreich funktionieren kann. Findet ihr bei uns im Shop oder eben auf dem Blogbeitrag direkt verlinkt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns weiterhin, Videos für euch machen zu dürfen. Was sich eigentlich immer lohnt auszusehen, sind Kräuter. Ihr könnt jetzt noch Petersilie, Thymian, Dill und auch Oregano aussehen oder eben auch Basilikum und das machen wir zusammen. Ich finde es immer total genial, wenn die Kräuter zwischen den Gemüsepflanzen sind oder auch zwischen den Blumen. Die kann man immer zwischendurch ernten, trocknen, haltbar machen. Das klappt toll. Und einige davon sind ja auch mehrjährig. Hier für die Kräuter seht ihr jetzt eine Multitopfplatte, die viele kleine hat. Also da können wir viel mehr aussehen. Das machen wir bei den Kräutern generell so. Und hier werden wir jetzt Basilikum aussehen. Ich mache mir schon mal ein Stäbchen fertig, beschrifte das eben und dann legen wir los. Unseren Basilikum haben wir ausgesät, den roten, also rot-violetten, als auch den grünen. Wichtig ist beim Basilikum, genau wie beim Thymian oder auch beim Bohnenkraut, das sind Lichtkeimer. Das heißt, ich habe ein bisschen aufgeraut, habt ihr gesehen, ausgesät und dann nur angedrückt und angegossen. Super wichtig. Der Basilikum braucht es natürlich auch warm zum Keimen, aber das darf auch nicht
ja, trocken werden. Und bei so Lichtkeimern ist das besonders schwierig. Wenn ihr den ausgesät habt, dann wird nach einer gewissen Zeit, sieht es ein bisschen weißlich aus, als hätte der so ein Glibber drumherum. Das ist so eine Art Selbstschutz, damit er nicht austrocknet. Dennoch heißt es schauen, dass unsere Aussaat hier nicht austrocknet. Heißt für uns, wir werden unsere Multitopfplatte auch auf die Nordseite stellen, zu den anderen und auf jeden Fall darauf achten, dass die Aussaat nicht austrocknet. Ganz, ganz wichtig. Und dann klappt das auch und dann habt ihr bald ganz, ganz, ganz viele kleine Jungpflanzen und könnt die bei euch im Gemüsegarten verteilen oder eben auch Gartenfreunden mitbringen. Hier stehe ich jetzt bei unserem Jungpflanzen-Kindergarten sozusagen und hier könnt ihr in meiner Hand schon sehen, wie so eine Basilikum-Jungpflanze dann aussieht. Wenn ich die setze, kann ich die auch noch teilen beispielsweise. Die steht jetzt auch schon recht lange hier, die muss mal dringend in die Erde. Kann ich auch daran sehen, dass der Wurzelballen wirklich sehr, sehr massiv ist. Also die müssen in die Erde, können zum Beispiel super zu Kohl oder eben auch zu Tomaten. Was wir auch haben ist, richtig schön ist der Winterporree. Der kommt ja jetzt nach den dicken Bohnen ins Beet, also der sieht richtig toll aus. Wir haben aber auch welche, die, ja, man könnte sagen, überständig sind. Also wenn ich jetzt hier die Kamille zum Beispiel habe, die kann ich auch noch hier und da dazwischen pflanzen. Wir haben schon super viel gepflanzt. Wenn ich sie setze, schneide ich sie einfach nochmal ab, damit sie buschiger wird. Was wir jetzt auch noch im Juli pflanzen können, was nicht zu spät ist, sind Grünkohl, Palmkohl oder eben auch die Gurken. So bisher im Frühjahr war es ja sehr schwierig mit dem Wetter und den Gurken. Da wurde ja die eine oder andere nicht wirklich gut. Also haben wir nachgesät und jetzt haben wir Gurkenjungpflanzen. Die können wir jetzt noch in die Erde bringen und das wird auch noch was. Wir sind also nicht zu spät. Ihr seht, es gibt immer was zu tun, Gott sei Dank. Es ist viel da an Gemüse, immer was ausgesät werden kann. Und ich hoffe, dass es bei euch im Garten auch so ist. Also, dass ihr nicht einmal seht und dann den Garten stehen lasst, sondern dass euch das Fieber auch gepackt hat, über diesen Prozess immer wieder was auszusehen, den Garten zu pflegen, zu ernten, neu einzupflanzen, zubereiten. Das macht einfach richtig Spaß und glücklich. Und es bildet sich auch ein ganzer Kreislauf im eigenen Gartensystem. Deswegen macht eure Gärten bunt. Und wenn ihr weiterschauen möchtet, haben wir hier oben verlinkt unser Video, wie wir Radicchio anbauen und ein Video hier unten noch, wie wir Kimchi machen. Also fermentieren ist bei uns auch ganz, ganz wichtig. Und Kimchi kann man nicht nur mit Chinakohl machen, den kann man zum Beispiel auch mit Spitzkohl machen. Also macht euren Garten bunt und lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Jen.